Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute mit einem neuen spannenden Thema für euch. Und zwar würde ich heute mit euch gerne mal über die Faszienrolle sprechen. Jeder hat eine oder fast jeder hat eine und benutzt sie täglich, aber machen sie das eigentlich richtig oder effizient? Und zwar geht es mir um Folgendes, weil ich sehe immer wieder Leute, die einfach die Rolle nehmen und quasi über die Faszien drüber rollen. Und ich finde, da ist dann der Begriff Faszienrolle ein bisschen irreführend, weil wir eine Faszie damit nicht wirklich lösen. Ja. Um eine Faszie zu lösen, also voneinander abzulösen, es sind ja mehrere Schichten, brauchen wir eine Scherkraft. Das heißt, eine Faszienschicht wird gegen die andere Faszienschicht verschoben. Bei der Faszienrolle haben wir das Problem, dass dort bei den gängigen Übungen das so nicht stattfindet. Und ich demonstriere euch das jetzt mal. Und zwar habe ich da was vorbereitet. So, stellen wir uns vor, dieses Terraband ist jetzt die Faszie des Oberschenkels, des hinteren Oberschenkels, und wir legen uns drauf und wir rollen jetzt über die Faszie ab. Wie ihr seht, kommt hier keinerlei Spannung auf oder keine Scherkraft, kein Dehneffekt, wir rollen einfach drüber. Das ist positiv oder meiner Meinung nach zwar positiv im Bereich der Flüssigkeitsverschiebung, aber wir haben keine Scherkräfte und können somit diese adhäsiven Strukturen oder verwachsenen Strukturen nicht lösen. Wenn wir jetzt aber hingehen, also wie lösen wir das Problem? Wenn wir also hingehen und quasi Druck auf eine Stelle ausüben und unter diesem Druck dann die Rolle bewegen, dann kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen, dass wir jetzt tatsächlich eine Verschiebung oder Scherkraft in den Faszien generieren. Genau. So, jetzt wissen wir also, was es dazu braucht. Jetzt ist die Frage, wie können wir dann mit der Rolle so arbeiten, dass wir diese Verschiebung oder Scherkraft erzielen. Und das Zweite, was mir auch noch wichtig ist, weil wenn man Faszien nur passiv bearbeitet, ja, also das heißt nur mit Druck ohne Aktivität, dann wird es schwierig, den Körper dazu zu bewegen, diese faszialen Strukturen umzubauen. Was bedarf es also noch? Und meiner Meinung nach braucht es unbedingt eine aktive Komponente, damit unser Nervensystem den Anreiz bekommt, diese Strukturen umzubauen. So, das heißt, wir brauchen also eine Scherkraft im faszialen Gewebe und wir brauchen aber auch eine neurologische Komponente, also einen neurologischen Input, der den Körper dann dazu bringt, diese Strukturen für uns adaptiv umzubauen. Ich werde das jetzt mal demonstrieren im Bereich des vorderen oberen Oberschenkels oder des Quadrizeps, der ganz oft verantwortlich ist auch für untere Rückenschmerzen und eben ein Pelvic Tilt nach vorne, also ein Hohlkreuz. Ja? So, wir nehmen die Faszienrolle und legen uns mit einem Bein, ja, Männer aufpassen wegen dem Zipfel, mit einem Bein mit dem Oberschenkel auf die Faszienrolle. So, jetzt lehnen wir mit etwas mehr Gewicht auf diese Rolle und suchen diese verhärteten Punkte. Wichtig zu wissen ist auch, dass eine gesunde Faszie tut unter Druck nicht weh. So, wenn ihr jetzt eine schmerzhafte oder enorm schmerzhafte Stelle gefunden habt, ja, dann beugt ihr das Bein mal und guckt, was macht es. Ja, also jetzt haben wir hier eine muskuläre Aktivität. Das wäre quasi Pin and Stretch. Ja, ich könnte jetzt auch noch mit der Hand nachhelfen und noch weiter reingehen unter der Fixierung dieser Faszie. Und mit angebeugtem Bein gehe ich jetzt hier in die Rotation. Ja, also ich drehe, das heißt, in diesem Moment habe ich, wie vorhin demonstriert, eine Scherkraft in der faszialen Struktur. Und gleichzeitig durch die Aktivität wird mein Gehirn jetzt dazu aufgefordert, ja, sich mit dieser Struktur auseinanderzusetzen und bekommt den Anreiz, sie umzubauen. Ja, so. Wie lange mache ich das? Also ich arbeite den ganzen Oberschenkel mal durch an 3 bis 4 Stellen, wo ich merke, oh ja, da ist jetzt bei mir eine ganz tolle, das ist super. Da sieht man auch, wie es ja so drüber flutscht, das ist wunderbar. Guckt, dass ihr genügend Druck auf die Faszie gebt,
weil Faszien sind fast so hart oder stabil, muss ja sagen, stabil wie Stahl. Und da könnt ihr eigentlich nichts kaputt machen, aber wirklich langsam arbeiten und mit Gefühl. Ja? Spürt mal nach und bewegt mal durch. Ihr könnt dann auch durch die Verlagerung des Körpers mehr oder weniger Druck auf diese Struktur draufbringen. Und dann könnt ihr den Oberschenkel mal, ich würde sagen, so 30 bis 60 Sekunden pro Spot, 3 bis 5 Stellen am Oberschenkel bearbeiten. Und dann schaut ihr mal, wie es sich hinterher anfühlt. Ja, also ich würde immer empfehlen, mal einen Durchgang zu machen und danach aufstehen und mal ein bisschen im Zimmer umhergehen oder laufen und den Unterschied zwischen rechts und links vergleichen. So, das ist meine Art oder Intention, wie man eine Faszienrolle korrekt benutzen sollte, damit wir einen neurologischen Input haben und auch eine Scherkraft auf die faszialen Strukturen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit der Übung, probiert euch ein bisschen aus und genau.